Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Aber trotzdem ist es nie zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf. Mal alles von der Seele reden, Unterstützung und Beistand holen, wenn man mit den eigenen Eltern nicht reden kann. Die 19-jährige Vanessa kommt einmal im Monat zur Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Bad Homburg. Sie befindet sich derzeit in einer schwierigen Lebenssituation und fühlt sich hier gut aufgehoben. Ich freue mich jedes Mal auf einen Termin und weiß direkt, okay, das ist so ein bisschen eine Zeit, wo ich einfach für mich sein kann und noch mal überlegen kann, was ging jetzt die letzten Monate so ab, was hat mich berührt emotional, und es hilft mir unheimlich, darüber zu reden. Christina Blatt, der Leiterin der Erziehungsberatungsstelle, kann sie sich anvertrauen. Vanessa war eigentlich auf der Suche nach einem Therapieplatz, aber ohne Erfolg. Und gerade deshalb sind solche Anlaufstellen nach der langen Corona-Zeit Gold wert, so die Diplompsychologin. Einfach auf mich zugehen. Unser großer Vorteil ist, dass wir niederschwellig zugänglich sind. Das heißt, man ruft einfach an oder man schreibt eine E-Mail, man bekommt einen Termin, man braucht keine Überweisung vom Arzt oder irgendwas. Und es ist ein kostenfreies Angebot. Im Moment, wie gesagt, sind wir einfach kurzfristiger verfügbar, dadurch, dass wir nicht so überlastet sind. Und es ist niederschwellig, das heißt, es ist nirgends hinterlegt, wenn man hier zur Beratung war. Das ist nach einem Jahr nicht mehr nachvollziehbar. Wir vernichten alle Unterlagen, das ist also auch anonym. Auch immer mehr Eltern nehmen das Angebot an und lassen sich beraten. Stefan Biermann ist verheiratet, Vater von 2 Kindern im Alter von 1 bzw. 4 Jahren. Die Situation zu Hause war teilweise so angespannt, dass er und seine Frau in Erziehungsfragen nicht mehr an einem Strang gezogen haben. Was wir hier machen, ist eine Videoberatung. Wir haben also Szenen aus dem Alltag aufgezeichnet, mit einer kleinen Kamera, haben die hier der fachkundigen Frau in die Hand gegeben und haben uns erstmal von außen einen Input geholt, was sind überhaupt die Gründe dafür, dass gewisse Situationen so laufen, wie sie laufen. Und dann war eigentlich relativ schnell schon eine Lösung da, dass man gegen diese Situation arbeiten konnte und sich das entspannt hat. Die Erziehungsberatung ist im Gegensatz zur Therapie eine kurzfristige Maßnahme. Hier werden zusammen mit der Familie Lösungen erarbeitet, die zu Hause langfristig umgesetzt werden. Für Stefan Biermann war die Unterstützung seine Rettung. Für uns war das sehr, sehr wichtig. Also ich würde schätzen, wenn wir das jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht hätten, das hätte fast unweigerlich zu einer Trennung geführt. Egal mit welchen Problemen man kommt, ob Trockenwerden des Kindes oder Konflikte mit den Eltern, gerade bei kleinen Kindern arbeiten die Mitarbeiter der Beratungsstelle gerne spielerisch in Begleitung von Vater oder Mutter. Wir beziehen auch, wenn möglich, immer das gesamte Familiensystem mit ein. Das heißt, man gibt hier nicht sein Kind ab und mit dem Kind wird gearbeitet und dann kommt man irgendwann wieder, sondern wir versuchen eigentlich immer mit den Eltern und dem Kind gemeinsam zu arbeiten, damit sich tatsächlich auch das ganze Gefüge zu Hause verändert und nicht nur eine Person ihr Verhalten verändert, sondern alle versuchen an einem Strang zu ziehen. Was die Leiterin aber sehr freut, auch Trennungseltern nehmen die Hilfe in Anspruch und das bringt oft viel mehr Ruhe in die Gesamtsituation. Wir strukturieren die Gespräche, wir moderieren die Gespräche, wir beziehen auch die Kinder mit ein, um dann auch die Sicht der Kinder den Eltern gegenüber zu vertreten, den Eltern zu erklären, das braucht ihr Kind, das ist jetzt wichtig, so müssen sie sich darauf einstellen. Und dann vereinbaren oder dann erarbeiten wir tatsächlich auch schriftliche Vereinbarungen, wo die Eltern dann festlegen, so wollen wir zum Beispiel ab jetzt den Umgang regeln. Und dann können ganz, ganz häufig, sehr oft sogar auch Verfahren vor dem Familiengericht vermieden werden. Für Vanessa war die Beratungsstelle das Beste, was ihr passieren konnte. Sie sagt, sie sei erwachsener und selbstbewusster geworden und rät, wer Hilfe braucht, der solle nicht lange zögern. Wenn man selbst merkt, man kommt an seine Grenzen und braucht einfach jemanden zum Reden, dass man sich dann die Hilfe auch sucht. Vor allem, wie gesagt, nach Corona waren ja die normalen Therapieplätze sehr ausgelastet und da war das eine sehr schöne Möglichkeit, hier zu sein. Die Zahl der Beratungen ist deutlich angestiegen und zeigt Christina Blatt und ihren Kolleginnen, ihre Arbeit ist einfach unbezahlbar. Ja, schön, dass es solche Beratungsstellen gibt. Diplompsychologin Elisabeth Raffauf ist mir jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend. Was brauchen Kinder denn dringend von ihren Eltern? Guten Abend, Herr Fischer. Ja, sie brauchen dringend natürlich die Liebe und den Respekt und den Blick der Eltern. Und sie brauchen eigentlich so einen Raum zwischen, ich kann mich entfalten, aber gleichzeitig habe ich auch Orientierung und Leitplanken, die mir meine Eltern geben. Und was brauchen Eltern, um genau das auch leisten zu können?
Ja, das ist für manche Eltern vielleicht überraschend, aber sie brauchen natürlich erstmal auch so ein Gefühl, es geht mir selber gut. Man kann sich das vorstellen, es gibt ein ganz schönes Bild, nämlich wenn im Flugzeug die Druckverlust entsteht und die Sauerstoffmasken herunterfallen, soll man ja zuerst sich selber die Maske aufs Gesicht drücken, bevor man dem Kind neben sich hilft. Und das ist vielleicht auch ein ganz schönes Bild für die Erziehung. Es muss einem selber gut gehen und dann kann man sich auch gut um die Kinder kümmern. Und natürlich braucht man zum Beispiel auch sowas wie Fehlerfreundlichkeit, also dass man mit sich selber auch nicht so streng ist, sondern sagt, ich kann als Eltern auch Fehler machen, wichtig ist, dass ich gut damit umgehe. Und das Ganze dann auch analysieren. Sie haben ja ein Buch geschrieben, das heißt, erzieht uns einfach. Es ist aber manchmal leichter gesagt als getan, glaube ich, in vielen hessischen Familien. Warum sind Eltern mit der Erziehung manchmal überfordert? Was ist da Ihre Erfahrung? Es ist nicht nur in hessischen Familien so, zum Glück. Es gibt es überall und es ist auch ganz normal. Und es gibt ganz verschiedene Gründe. Natürlich gibt es erstmal auch wirklich Notlagen, in denen Eltern sich befinden. Das heißt, Eltern haben Sorge um ihre Existenz oder müssen einfach sich um ganz viel kümmern, um die eigenen Eltern oder leben in Trennungssituationen. Also Eltern sind selber stark belastet. Das kann ein Grund sein, der es schwierig macht. Es kann aber auch sein, dass Eltern so den Anspruch haben, es muss alles perfekt sein. Und dann geben die diesen Druck auf die Kinder weiter und dann müssen die perfekt, Eltern sagen manchmal, funktionieren. Und das ist natürlich ein Druck, Kinder sind keine Automaten, die funktionieren, sondern Kinder sind Menschen mit Gefühlen. Und es kann aber auch sein, dass Eltern zum Beispiel Angst haben, die Liebe des Kindes zu verlieren. Und dann wissen sie nicht so genau, darf ich überhaupt mal was Strenges sagen? Und liebt mein Kind mich dann immer noch? Und das können alles Gründe sein, die Eltern verunsichern. Jetzt haben wir in dem Film gezeigt, wie Sie so eine Erziehungsberatungsstelle, was da passiert. Was halten Sie von diesem kostenlosen Angebot? Ja, ich finde das natürlich super, also weil es eben so niederschwellig ist und weil man einfach hingehen kann und erstmal auch wirklich schnell einen Termin kriegt. Entscheidend finde ich auch, das sind ja Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche. Und manche Jugendliche und Kinder, die wissen davon noch gar nicht, dass sie da hingehen können. Also es könnte noch niedrigschwelliger sein. Also da ist noch Luft nach oben, aber gleichzeitig ist es auch schon ein ganz tolles Angebot. Ganz kurz noch zum Schluss. Sollte man die Kinder, wie wir es im Film gesehen haben, wirklich mitnehmen? Oder gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, da würde ich es lieber alleine erst mal klären? Ja, es ist vielleicht wichtig, dass Eltern wissen, die Verantwortung liegt bei uns. Also es ist keine Stelle, wo man die Kinder abgeben kann und dann kommen die sozusagen repariert wieder raus, sondern die Eltern sind aufgefordert, sich auf den Weg zu machen. Und manchmal ist es natürlich super, wenn die Kinder auch gefragt werden, wie geht's dir und was ist dein Blick? Aber es geht nicht darum, jetzt nur an den Kindern rumzudoktern, sondern es ist gut, wenn sich alle zur Verfügung halten und die Eltern besonders. Die haben die Verantwortung. Ist ein Gesamtprojekt. Dankeschön, Frau Raff. Auf Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Gespräch. Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter hat kein Vertrauen mehr darin, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf.